Ich weiß auch noch, als ich mal gesagt habe, Papa, ich verspreche dir, ich höre nie auf mit Fußball. Servus. Mein Name ist Sidney Lohmann, ich bin in Bad Honnef geboren, bin 20 Jahre alt und spiele beim FC Bayern München. Meine Eltern haben sich auf Reisen in Neuseeland kennengelernt und haben in Sydney geheiratet und auch eine Zeit lang gewohnt. Und dann kam so die Idee, ein Kind Sidney zu nennen. Ich kann eigentlich jede Position spielen oder fühle mich da auch sehr wohl, aber wenn ich jetzt eine Lieblingsposition sagen würde, wäre es auf jeden Fall die 8, weil man sich offensiv einschalten kann und defensiv eben auch spielt. Also ja, so ein bisschen Box to Box. Es war tatsächlich nie so, dass meine Eltern irgendwie gesagt haben, ach, Fußball, das ist nichts für Mädchen. Also wie gesagt, ich habe mit meinem Papa immer viel gespielt, auch alle möglichen Sportarten. Das war dann eigentlich so, ja, normal. Es war einfach schon immer so mein Traum, irgendwo in einem großen Verein zu spielen und damit dann auch mein Geld zu verdienen. Das war für mich irgendwie immer klar, dass ich das auf jeden Fall mache, und so ist es dann auch gekommen. Man muss viel einstecken können, gerade wenn es dann darum geht, Freunde treffen oder am Abend mal vielleicht zu einer Geburtstagsfeier gehen. Da kann man halt dann, wenn am nächsten Tag Spiel ist, leider nicht hingehen, aber es ist es auf jeden Fall wert, und ja, man kriegt ja auch viel zurück. Man ist viel unterwegs, man darf in verschiedene Länder reisen. Ich habe im Nachbardorf bei mir beim SV Lengenfeld angefangen zu spielen. Da war ich 3-4 Jahre lang. Ich habe mit meinem Papa eigentlich immer auf der Straße gekickt, und dann kam zufällig mal eine Familie vorbei mit einem kleinen Jungen, der auch mit uns gespielt hat, und der meinte dann eben, ja, sein Papa ist Trainer, und so hat sich das dann ergeben. Und mit 9 Jahren bin ich zum VfL Kaufering gewechselt. Dort war ich 2 Jahre, und dann bin ich zum SC Fürstenfeldbruck. Das ist nicht weit von München. Und dort war ich, bis ich 16 war. Ich bin mit 16 Jahren zu Bayern gewechselt, erst in die U17, und habe dann aber relativ früh auch mit der ersten Mannschaft mittrainieren dürfen. Bin im Winter 2017 dann fester Bestandteil von der ersten Mannschaft gewesen, und ja, ist jetzt mein 5. Jahr hier. Ich war eigentlich von klein auf Bayern-Fan, habe mir auch immer die Spiele angeschaut, mit einem Freund von mir, mit dem ich immer gekickt habe, beziehungsweise mit dem ich auch angefangen habe zu spielen. Mein erstes Trikot war auch von Klose. Ja, das ist ein Riesenclub, der weltweit bekannt ist. Das ist einer der größten Vereine überhaupt. Und ja, ich spüre da schon einen Stolz, auch hier zu spielen, und das ist auf jeden Fall eine große Ehre. Ja, also ein Highlight, woran ich mich auf jeden Fall gerne zurückerinnere, war mein erstes Bundesligaspiel. Es war gegen Wolfsburg, eine Auswärtsfahrt, und ja, ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass ich spiele, beziehungsweise mein Trainer hat am Abend mit mir noch gesprochen und meinte, ja, vielleicht bringe ich dich, vielleicht nicht, vielleicht auch von Anfang an. Und dann dachte ich noch, ja, als ob von Anfang an. Und dann am nächsten Tag kam dann die Aufstellung, und dann sehe ich mich da und musste schon kurz schlucken, weil ich habe damit absolut nicht gerechnet. Dann auch noch gegen Wolfsburg. Ja, und ich habe echt ein super Spiel gemacht. Also an dem Tag lief es einfach, und es war eine Wahnsinnserfahrung. Und danach war ich auch fix und fertig. Ja, das ist dann doch nochmal ein anderes Tempo gewesen, aber war echt schön. Klar, man spielt bei Bayern und man möchte jedes Spiel gewinnen. Das ist irgendwo auch eine Selbstverständlichkeit. Aber ich versuche das gar nicht so an mich ranzulassen, beziehungsweise im Vordergrund steht eigentlich immer so, ja, der Spaß, beziehungsweise so die Leidenschaft, einfach Fußball zu spielen, auf den Platz zu gehen und zu kicken. Ich glaube, das habe ich auch von früher, so von meinen Eltern, die mir eigentlich nie einen Druck gemacht haben. Ich weiß auch noch, als ich mal gesagt habe, Papa, ich verspreche dir, ich höre nie auf mit Fußball. Dann hat er gesagt, mach das nicht. Wenn du irgendwann keinen Spaß mehr hast am Fußball, dann ist es auch nicht schlimm. Und ja, so hat es sich irgendwie ein bisschen durchgezogen. Die haben sich ja gefreut, mich zu sehen, auch natürlich, als ich dann auch erfolgreich war. Aber ja, irgendwie diese Lockerheit, die immer dabei war, und dass der Spaß im Vordergrund steht, das ist sehr, sehr wichtig. Und nur dann kann man auch befreit aufspielen. Wieder Sidney Lohmann macht sie klasse und dann das Tor!
Ich glaube, eine ganz wichtige Eigenschaft ist einfach, ja, lernwillig zu sein, immer auch an seine Grenzen zu gehen und auch mal drüber hinaus, um überhaupt zu wissen, ja, was kann ich eigentlich? Und ja, da immer 100% zu geben und vielleicht auch hier und da mal mehr zu machen als die anderen, beziehungsweise sich selber auch zu kennen, wann man eine Pause braucht und, wie ich schon gesagt habe, auch mit einer gewissen Ruhe oder einer Gelassenheit daran gehen und sich nicht in allem einfach verkopfen, sondern zu vertrauen, auf seine eigenen Stärken einfach zu vertrauen. Ich möchte eine komplette Spielerin sein, mich offensiv mit einschalten, eben Torgefahr ausstrahlen, aber auch defensiv die Mannschaft entlasten. Ich hoffe, das kommt dann auch mit der Erfahrung, einfach ja, richtige Entscheidungen zu treffen, vielleicht ab und zu auch noch mal ruhiger zu spielen, den Rhythmus vom Spiel zu erkennen und auch, es hat zuletzt gut geklappt, aber weiterhin an meinem Torabschluss zu arbeiten, weil sowas kann halt dann am Ende spielentscheidend sein und am Ende zählen die Tore. Und das sind auf jeden Fall Dinge, an denen ich noch arbeiten möchte. Ich koche sehr gerne auch selber. Ich muss sagen, ich wohne jetzt alleine und allein denke ich mir dann oft so, oh, was koche ich mir jetzt? Und eigentlich mag ich es ja sehr gerne, aber dann ist es irgendwie, wenn man dann selbst was gemacht hat, setzt man sich hin und ja, kann die Freude nicht so teilen. Und ich koche sehr gerne auch mit ein paar anderen Spielerinnen, gerade im Ghetto, wo wir da wohnen, mit der Clara zum Beispiel und der Julie oder der Linda. Und das macht mir schon sehr viel Spaß. Ja, wir sagen immer Bayern-Ghetto, weil einige Spielerinnen von uns in einem Block wohnen, das vielleicht 100, 200 Meter weit auseinander. Und das ist ganz cool, weil wir oft was unternehmen können, auch einfach mal spontan oder mal wen anders besuchen können für einen Film. Das Schöne ist ja, wenn man nach Hause fährt, dass man auch einfach mal abschalten kann oder gar nicht so viel über Fußball redet. Wie gesagt, meine Schwester, die hat da nicht so viel mit am Hut und da kommt man dann auf andere Gedanken. Ja, die unterstützen einen immer, sprechen einen ja, Mut zu. Meine Mama ist natürlich die, die oft immer sagt, toll gespielt, Sydney. Der Papa ist immer etwas kritischer. Ich denke, das ist häufig so, aber das ist dann auch eine ganz gute Mischung. Ich denke, man muss aus allem, wie gesagt, das Positive sehen. Es geht immer weiter. Ich mache gerne auch andere Sportarten, beziehungsweise bewege mich einfach gerne. Ich fahre gern Fahrrad oder gehe in die Berge wandern. Es ist natürlich immer ja, weniger möglich so mit den Spielen und der Pause, die jetzt auch nicht so lange ist. Also ich glaube, es gibt kein schöneres Bundesland als Bayern. Es ist ja meine Heimat. Ich bin sehr gern an verschiedenen Seen, in den Bergen, also generell die Nähe zu den Bergen, die Nähe zu Italien, Kroatien. Das macht, denke ich, das Bundesland auch besonders. Und München ist eine schöne Stadt, die ist eine Großstadt, aber trotzdem ja, ist es irgendwo auch familiär. Man kommt schnell von A nach B. Ich denke, man ist in einer halben Stunde einmal durch München durch. Es gibt viele Grünflächen, den Olympiapark und den Englischen Garten. Man kann hier so viel unternehmen. Ich glaube, dass der Weg hier einfach noch nicht vorbei ist, dass wir als Mannschaft noch viel Potenzial haben. Und es soll auch irgendwo ein Signal sein an die Mannschaft, an den Verein, dass ich genau an den Weg glaube und die Perspektive hier einfach sehe, auch Titel zu gewinnen. Marta, Iniesta und Schweinsteiger. Da fällt mir tatsächlich immer mein erstes Bundesligaspiel ein, aber ich hoffe, ich habe mich bis dahin auch noch gesteigert. Also wir haben ja unsere Playlist, da kann jeder frei reinschmeißen, was er möchte. Also
Wir hören wirklich alles. Nee, nichts Besonderes. Ich mache mir da auch nicht zu viel Gedanken drüber. Pizza. Nein, aber ich möchte Gitarre lernen und bin gerade ein bisschen dabei, mir das selbst beizubringen. Meine Verplantheit. Ein Heimatgefühl, Rückhalt und Liebe. Servus ist es nicht. Mein erstes richtiges Wort, was ich gelernt habe, war Och, Katzelschworf. Der Olympiapark, Glockenbachviertel und der Englische Garten. Servus.